Das waren Möglichkeiten, wo wir nachher beim Restart wirklich schneller waren, glaube ich, wie der ein oder andere Kollege. Gerade zu Beginn war es halt wirklich schwierig, die Flut an Informationen A selber zu verarbeiten, aber B auch weiterzugeben innerhalb vom Team. Wir mussten uns, oder was heißt wir mussten, wir haben uns dann schnell umstellen müssen, um neue Wege zu finden, zu kommunizieren. Also klar, ein Weg war natürlich HotelKit, um intern alle Mitarbeiter über neue Cancellation Policies oder neue Akkordvorgaben etc. zu informieren, was wir super nutzen konnten, um nicht wieder alles auszudrucken, gerade weil alle Mitarbeiter nicht im Hotel waren, sondern in Kurzarbeit waren. So hatte jeder immer zu jedem Zeitpunkt die aktuellsten Informationen, die wir so weitergeben konnten. Die größte Herausforderung bei der Wiedereröffnung war, erstmal festzulegen, welche Hygienestandards müssen wir dokumentieren, welche führen wir neu ein, welche hatten wir schon, wie waren da die Abläufe oder wie sind die Abläufe. Dann, wie ist die rechtliche Lage gewesen, die sich ja auch alle zwei Wochen geändert haben, also was hat die aktuelle Verordnung vorgeschrieben oder auch nicht. Wir haben halt auch während der Pause schon HotelKit genutzt, um interne Checklisten, die Leitungen spülen. Was sind die täglichen Sachen, die trotzdem gemacht werden müssen? Was muss gecheckt werden? Ob es die Kühlschränke jeden Tag zu checken ist, die Temperaturen zu checken, die Etagenrundgänge zu machen. Dafür haben wir halt intern sehr, sehr viel HotelKit nutzen können, dass wir diese Checklisten halt alle digital führen, weil sie einfach den Vorteil haben, durch die Zeitstempel, dass wir wirklich nachweisen können, dass es zum Zeitpunkt X passiert ist und dass der Mitarbeiter aktiv geklickt haben muss. Ja, klar gab es vorher Reinigungspläne hier und da und auch im Housekeeping, aber an einer zentralen Stelle das zu haben, war auch neu für uns. Und auch dieses Handbuch so zu hinterlegen, dass es auch für Mitarbeiter gut nutzbar ist. Also was passiert in dem Fall, wo der Gast sagt oder vom Zimmer aus anruft und sagt, er hat Symptome oder er hat das Ergebnis eines positiven Corona-Tests bekommen. So, wie ist der Ablauf? So, jetzt können wir das in 17 Ordner hinterlegen, wo keiner mehr weiß, in welchem Ordner das war. Aber durch die Stichwortsuche hat der Mitarbeiter das direkt vor Ort und kann die einzelnen Punkte am Telefon mit dem Gast durchgehen, ja? Und sagen, okay, Sie bleiben auf dem Zimmer, Sie haben sich so zu verhalten, wir kümmern uns um das. So ist die Reihenfolge bei uns vorgegeben, wer wird informiert. So, das kann man auch alles anders organisieren, ist aber so viel schneller und effektiver. Und auch das ist das Feedback meiner Mitarbeiter, eine gewisse Sicherheit, die auch dahinter steht. Weil in der Zeit, wo wir keinen Service hatten, unsere Kaffeemaschine musste ja gereinigt werden, es gab keinen Kaffee mehr. Ja gut, wenn der Service nicht da ist, muss man es selber machen. Ne? Das weiß man aber nur dann, wenn man auch weiß, wie es geht. Und gut, dass es ein Video gab, weil sonst hätten die Kollegen hier 14 Tage ohne Kaffee gegeben. Ne?